Ich würde mir wünschen, dass wir einfach nur Künstler am Ball entwickeln und Monster gegen den Ball. Pep musste diese Elemente von Klopp inkorporieren und Klopp musste die Pep-Elemente inkorporieren. Weil diese ganz, ganz großen Spieler, die wir alle so lieben, die wollen wir selber ausbilden. Wenn das möglich ist, irgendwo anders, warum soll das hier nicht möglich sein? Da sind ein paar Jungs dabei, denen traue ich jetzt schon alles zu. Ich wusste, dass das hier spannend werden würde, aber dass wir solche Voraussetzungen haben, das war mir nicht klar. Wir haben einen langen Atem und wenn wir da gemeinsam durchgehen, kann am Ende nur Erfolg stehen. Dieser Podcast war lange in Planung, Thomas. Schön, dass es geklappt hat. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit einem, der schon echt viele Podcasts, ich habe mal nachgeguckt, gegeben hat. Heute soll es natürlich hauptsächlich um deine Rolle bei Borussia Dortmund gehen, aber wir wollen natürlich auch vorher ein bisschen was über dich erfahren. Wie warst du als Profi? Was ist in deinem Leben alles schon passiert? Es war ja einiges los und wie bist du dann hier hingekommen und was hast du jetzt hier momentan vor? Was hast du schon angepackt? Was willst du noch anpacken? Du bist bei Borussia Dortmund sportlicher Leiter im Nachwuchsleistungszentrum und das scheint ein ziemlich vielschichtiger Job zu sein. Also wenn ich hier mal in der Geschäftsstelle Sport unterwegs bin, manchmal springst du so von Meeting zu Meeting, manchmal sieht man dich am Trainingsplatz irgendwo hier auf dem Gelände und ich habe dich, glaube ich, gestern oder vorgestern bist du bei mir Instagram im Feed gelandet und hast noch erzählt, welche Ausbildungsberufe man bei Borussia Dortmund alles erlernen kann. Erzähl mal, gibt es sowas wie einen typischen Arbeitstag bei dir oder sind die alle anders? Gibt's nicht und da kann ich gleich eine ganz lustige Geschichte erzählen. Sebastian Kehl im Annäherungsprozess wollte auch von mir wissen, wie arbeitest denn du so? Und ich habe ja so eine ähnliche Rolle bei Hertha auch schon machen dürfen und ich kenne mich auch selber. Also so Struktur und sowas, forget it. Und dann habe ich damals nur gesagt, go with the flow und Kelly ist gefühlt fast vom Stuhl gefallen. Das war wirklich so, okay, was bedeutet das? Aber ich konnte das einfach antizipieren, dass es 100.000 Hochzeiten geben würde, auf denen ich tanzen muss. Also das ist gerade angesprochen, das mit den Ausbildungsberufen. Das war einfach um 8 Uhr morgens die Ausbildungsmesse am Goethe-Gymnasium. Dann so, kannst du da bitte eine Rede halten, kannst du da ein paar Interviews geben, kannst du unser NLZ da vertreten. Hast du gesagt, klar, mache ich. Klar, und dann geht es halt weiter, dann hast du irgendwie Top-Talente, Strukturmeetings, dann gibt es irgendwie eine Sitzung mit Trainern, da reden wir über das Game Model und abends wäre ich dann natürlich ganz gern auf dem Platz. Wenn mich einer fragt, wie sieht dein Tag morgen aus oder wie sieht dein nächster Dienstag aus oder so, in den meisten Fällen habe ich da vielleicht 1, 2 Termine drinstehen, aber ansonsten, who knows? Und das ist aber das, was ich an dem Job total liebe. Also man kann auf alles so geil reagieren. Also dieses mit dem Flow gehen ist ja auch so ein Reinspüren. Was haben wir gerade für dringliche Themen? Ich muss nicht wissen, dass ich in 3 Wochen an dem und dem Thema arbeite, sondern wir spielen jedes Wochenende mit allen Mannschaften Fußball und es passiert immer was. Es passiert auch immer was so in unserem Binnenverhältnis. Also man hat mal irgendwie einen geilen Zugang zu einem Trainer oder zu einem speziellen Spieler. Manchmal sind Mannschaften auch ein bisschen weiter weg, weil englische Wochen, sonst irgendwas. Und ich möchte das nicht planen, ich möchte das eigentlich immer fühlen. Weil am Ende die Arbeit wird mir nie ausgehen. Also die Tage sind von, wie gesagt, 8 Uhr morgens bis Mitternacht, sind voll. Und so ist jeder Tag irgendwie neu und frisch und ergiebig und Gott sei Dank auch sehr, sehr voll. Wenn wir gerade die Ausbildungsberufe angesprochen haben, Thomas, wenn du jetzt eine Ausbildung bei Borussia Dortmund beginnen müsstest, welcher Job wär's? Ja, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob das ein klassischer Ausbildungsberuf ist, aber wir schreiben gerade die Stelle zum Videoanalysten aus. Ja. Also wenn ich jetzt so ein junger Kerl wäre, Anfang 20, das wäre so meins. Aber ich habe ja erfahren dürfen, dass wir auch so Richtung Kochen und Reisen und so weiter auch Möglichkeiten haben. Haben ja auch Dependancen auf der ganzen Welt, also gerade über die Fußballakademie. Also wenn ich auch da so mich nochmal in meine Zeit, so Anfang 20 reinversetze, nochmal die Welt bereisen, dabei einen Beruf erlernen und beim BVB arbeiten, das klingt schon auch so ein bisschen nach Traum. Wir waren ja gerade beim Thema typisch. Wie soll denn der typische BVB-Fußball aussehen im Nachwuchs? Es ist eigentlich total einfach einen Punkt zu bringen. Ich würde mir wünschen, dass wir einfach nur Künstler am Ball entwickeln und Monster gegen den Ball. Also das, was im Weltfußball passiert ist, es gab ja diese Guardiola-Dominanz, was ja eigentlich klassisch Cruyff-Schule ist. Und das ist irgendwie zeitlos, das ist State of the Art. Die besten Mannschaften der Welt spielen eigentlich alle so oder so ähnlich Fußball.
Und dann gab es aber diese neuen Elemente, also egal, über Rangnick, über Klopp reingebracht, also dieses Gegenpressing, Heavy Metal, so dieses, ja, ist Positional Game alles oder geht es eigentlich um den Moment, wenn der Ball erobert wird oder verloren gegeben wird. Und das finde ich geil, wenn wir das verheiratet bekämen. Das ist der Anspruch, da arbeiten wir jeden Tag dran. Und es war eben interessant zu sehen, also wenn man diese Pole nimmt, so Pep und Klopp, Pep musste diese Elemente von Klopp inkorporieren und Klopp musste die Pep-Elemente inkorporieren. Also ich glaube, das ist die Formel. Das merkt jeder Verein. Also wenn wir über Leipzig zum Beispiel reden, die haben auch erkannt, nur gegen den Ball geht nicht. Und dann haben sie plötzlich Nagelsmann reingebracht. Also die Kunst ist es wirklich, diesen Switch zu finden. Also dass wir brutal aggressiv und intensiv gegen den Ball arbeiten. Dass wir so schnell wie möglich, so hoch wie möglich Bälle gewinnen wollen, dass wenn das schief geht, dass wir mit allem, was wir haben, also völlig bedingungslos unser eigenes Tor verteidigen. Dann haben wir aber die Kugel und dann geht's los. Dann wollen wir die Schnicker, dann wollen wir auch ja, dieses One-Touch-Play, den Gegner irgendwie von links nach rechts, von vorn nach hinten ziehen, diese kleinen Zwischenräume finden, aufdrehen, Stecker spielen und das soll maximal kreativ sein. Also Sohle, Außenriss, geh auf Beine, ist mir alles egal. Also das soll nach Fußball aussehen. Wir wollen im Endeffekt so diese, ich weiß, das klingt immer so utopisch, aber diese ganz, ganz großen Spieler, die wir alle so lieben, die wollen wir selber ausbilden. Und ich glaube, wir haben Jungs, die solche Anlagen haben. Und wenn wir das lang genug mit denen machen, dann klingt es so vermessen. Aber warum reden wir denn jetzt alle über Musiala und Wirtz? Und warum lieben wir diese Neymars und Ronaldinhos? Und warum sollen das immer nur die anderen ausbilden? Warum nicht wir hier? Hast du dann Zeithorizont? Also jetzt nicht den konkreten Spieler, das wäre jetzt Quatsch, ne? Wenn du sagst, ich habe da nur 12 Spieler, der ist in 6 Jahren soweit, sondern eher so ein Zeithorizont, wo du sagst, bis dahin haben wir das in allen Jugendmannschaften so, wie wir uns das hier jetzt gemeinsam vorstellen? Das ist total schwierig zu sagen, wenn man andere NLZs so ein bisschen auch im Ausland als Maßstab nimmt. Also im Endeffekt ist es wahrscheinlich so, dass es so richtig kickt nach 5 Jahren, so ehrlich muss man sein. Also am Anfang, du hast ja so diesen Status Quo, du guckst irgendwie so, haben wir diese Spieler jetzt schon im Verein, haben wir die produziert, wie viele spielen wir uns oben in der ersten Mannschaft und da hatten wir durchaus erfolgreiche Modelle, also gerade diese Top-Talente, die wir später aus dem Ausland auch mit dazu genommen haben, die haben ja hier sensationelle Wege hingelegt, aber so diese Sehnsuchtsspieler, so diese Zorgs und Rickens, die man selber quasi im Grundlagenbereich schon hat. Ich glaube, Mario Götze war der Letzte, der da so voll durchgestartet ist und dann tatsächlich einfach Leistungsträger, Stammspieler war, Weltklasse-Spieler dann auch. Und das wird halt dauern. Also solche Kurven sind immer exponentiell. Also das wird am Anfang, das fühlt sich an, als wird gar nichts passieren. Das ist so ein Flatlinen und irgendwann wird diese Kurve aber steiler und irgendwann kickt das Ding dann richtig. Also ich finde es super spannend, so wenn man sich zum Beispiel Man City anschaut. Das sind ja immer die Mannschaften, wo man denkt, dass es unmöglich ist, da Jugendspieler durchzubringen. Und dann spielen da mit Rico Lewis und Phil Foden, und der war auch noch Player of the Year, plötzlich Jungs, die von Anfang an dabei waren. Barcelona finde ich auch immer ein Riesenbeispiel, weil viele Leute hier auch am Anfang gesagt haben, ja, aber sorry, geht doch nicht, wir spielen hier Champions League und was denkst du denn? Und wir sind, also damals war es ja noch so, ja, wir spielen jetzt Finale und ja, der Sprung hier aus dem Jugendbereich nach oben, Ding der Unmöglichkeit. Ding der Unmöglichkeit? Die Zutat Nummer 1 ist erstmal dran zu glauben, weil ein paar Monate später gucke ich, wie Barca Real im Bernabeu besiegt und die halbe Startelf ist einfach A, brutal jung, B, aus der eigenen Jugend. Die Bank ist noch gefüllt mit Jugendspielern und die hatten noch verletzte Stammspieler also nicht auf der Bank, sondern irgendwo auf der Tribüne sitzen. Und wenn das möglich ist, irgendwo anders, warum soll das hier nicht möglich sein? Wird das dauern? Hat das bei Barca ewig gedauert? Also diese ganze Cruyff-Denke, dann La Masia irgendwie aufbauen und dann quasi diese Philosophie verinnerlichen, diese Geduld auch an den Tag legen, immer besser auch zu werden, diese Ausbildungsinhalte zu verfeinern. Ja klar, wir müssen einen Zeithorizont anlegen von 10, 15 Jahren. Ich glaube aber auch, dass wir schon ganz schnell auch Ergebnisse zeitigen werden. Also wenn ich unsere U17 und U19 so anschaue, da sind ein paar Jungs dabei, denen traue ich jetzt schon alles zu. Wenn wir in den nächsten 2, 3 Jahren gut mit denen umgehen, dauert das nicht lang und wir werden da schon richtig krasse Spieler hoffentlich dann bei uns in der Stammelf auch haben. So, hier am Trainingszentrum, an der Geschäftsstelle Sport, oben in der 3. Etage sitzt ja auch der Vorstand, die Geschäftsführung. Hast du dann da auch klassisch Klinken geputzt? Wie war das am Anfang?
Ja, ich hatte das Glück, dass der Mensch, der mich eingestellt hat, dann Sportvorstand wurde. Also da mit Lars, die Sache war ja geritzt. Und Lars hat mich dann aber irgendwann gepackt und meinte, komm, wir stellen uns jetzt einmal bei Herrn Watzke auch vor. Und dann ging mir tatsächlich so ein bisschen die Düse, weil ich dachte, oh, fahren wir da rüber. Und das ging super, super geil los. Herr Watzke hat einen Parkplatz unten in der Tiefgarage. Und ich habe da nicht so ganz genau hingeguckt und dachte, ja, da haben noch 2 Autos Platz und stelle mich auf genau diesen Parkplatz. Dann kam kurze Zeit später der Anruf, hier oben gewartet, war natürlich zeitig dran. Herr Broich, sag mal, haben Sie sich auf den Parkplatz von Herrn Watzke gestellt? Ich so, nein, das darf jetzt nicht wahr sein. So, ich dachte wirklich, also ich habe das natürlich nicht realisiert, ich habe das natürlich nicht mit Absicht gemacht. Ne? Und dann runter, Auto umgeparkt, ne? Und hoch und da saß er und hat schon gegrinst und ich so, tut mir voll leid und so, dachte so, okay, also schlechter kann das Gespräch eigentlich gar nicht losgehen. Und hat dann nur so, ja, das ist mir in all den Jahren hier noch nie passiert, das hat sich noch keiner getraut. So, okay, alles klar. Aber war halt super charismatisch, super locker und irgendwann schnell der Schwenk so, ja, ich höre so, Sie machen hier ordentlich Wirbel und ja, erzählen Sie doch mal. Er sieht es dann ja sehr konsequent. Herr Broich, was genau machen Sie denn da jetzt anders? Okay, alright. Wie fange ich das jetzt an? Also wie bringt man das auch so auf den Punkt? Und dann hatten wir gerade mit unserer U14 gespielt und haben 5-2 verloren. Und dann dachte ich, weißt du was, ich mache eine Sache. Ich zeige mal ein Foto aus diesem Spiel. Da war ein kleiner Schnicker von uns gegen Gegenspieler, der einfach mal 3 Köpfe größer war. Und zeige das Foto so und frage, was glauben Sie, wie dieses Spiel ausgegangen ist? So, ja, recht offensichtlich, ja, wahrscheinlich irgendwas verloren. Genau. Und damit können wir leben. Das wollen wir jetzt. Weil, ich stelle jetzt mal folgende, wahrscheinlich erstmal provokative Frage. Wenn ich Sie vor die Wahl stellen würde, jedes Jahr einen Titel mit der U17 und U19 oder jedes Jahr 1 bis 2 Spieler, die bei uns oben aufschlagen? Was würden Sie nehmen? Und dann lacht er und sagt, also die ist ja so rhetorisch, die Frage, die brauche ich noch nicht mal beantworten. Also da hatten wir sofort ein Verständnis und da war dann für mich so dieses, alright. Und dann hat er im Nachgang auch nochmal klar gemacht, also warum damals auch diese Ansage. So, die erste Mannschaft war super erfolgreich, 2-mal hintereinander deutscher Meister geworden und dann war wirklich so, hey, seht mal zu, dass ihr in die Gänge kommt. Und dann sollte auch diese Erfolgskultur entstehen. Mhm. Und es wird aber eben nicht nur von Lars, sondern eben auch von Herrn Watzke. Das Gott sei Dank, weil ansonsten müsste ich hier jetzt nicht sitzen, glaube ich, wird diese Einschätzung geteilt, dass es jetzt einfach auch Zeit ist, eine neue Ära zu gestalten. Weil wir uns jetzt schon so ein bisschen warm gequasselt haben, wollen wir noch schnell eine Schnellfragerunde einstreuen. Einfach um so ein bisschen deine Denke auch mal rauszukitzeln. Wird wahrscheinlich hier und da eine Herausforderung, eine kurze Antwort zu finden. Keine Sorge, wir kommen auf ein paar der Themen später noch zurück. Kinderfußball, Kleinfeld oder Großfeld? Kleinfeld. Nachwuchsfußball, ist das eher ein Trainerspiel oder ein Spielerspiel? Sowohl als auch. Was ist Erfolg im Nachwuchsfußball? Kreative, geile Schnicker produzieren. Was unterscheidet eigentlich Dortmund und Berlin? Die Stadt. Ange Postecoglou oder Christoph Daum? Ja, ist bekannt, dass Ange mein großer Mentor ist. Aber Daum war bestimmt auch speziell. Speziell, was uns bei Zahlen aufgefallen ist. Du hast 25 Spiele unter Holger Fach gemacht und hast in den 25 Spielen 7-mal gelb abgeholt. Was war da los? Oh. Ja. Ich würde sagen, out of character. Ey, wahrscheinlich war ich immer zu langsam. Immer zu spät dran. Die spannendste Mannschaft im Weltfußball ist momentan für dich? PSG. Und jetzt erklär mal Fußball in einem Satz. Oh mein Gott. In einem Satz. Das ist so schwer. Für mich geht es in der Essenz, also das wird kein gerader Satz werden, aber mich geht es darum, einfach mit der Murmel umgehen zu können, Spielfreude an den Tag zu legen und egal was der Gegner anbietet, immer eine Lösung zu haben, dass diese Murmel am Ende über diese Torlinie rollt. Sehr schön. Das war auch schon die Schnellfragerunde und wie gesagt, so ein paar Sachen bekommst du gleich noch ein bisschen mehr Zeit. Ich denke, viele werden dich ja auch schon kennen, sei es als Spieler, Ex-Spieler, Experte, Analyst. Ich sag mal Fußballerklärer, warst du ja auch schon unter anderem bei The Zone, bei der Sportschau. Es gibt sogar einen ganzen Film
über deine Zeit als Profi, den ich auch persönlich sehr empfehlen kann. Was würdest du sagen, warst du eigentlich für ein Fußballspieler? Technisch wirklich gut, also ich merke das so im Nachgang. Ich realisiere jetzt, wie viel ich am Ball kann. Das war mir damals gar nicht so bewusst. Ich weiß jetzt aber auch, warum ich im Endeffekt gescheitert bin. Und das ist wie bei vielen Menschen, glaube ich, auch mein Antrieb jetzt. Also in jungen Jahren hat es bei mir gewiss nicht an Talent gefehlt, es hat aber an Commitment, an Resilienz, an Seriosität auch gefehlt. Also ich habe nicht die Einstellung, die Haltung zum Beruf gefunden. Also es ist natürlich auch ein komplexer, sehr, sehr herausfordernder Beruf. Also mit den ganzen Stakeholdern, also wenn wir also geht ja früh los mit Eltern, Beratern, Trainer, Mitspieler, dann natürlich Fans, Medien und so weiter. Und ich glaube, ich habe es lange nicht verstanden, also bis Postecoglou eigentlich, dass Probleme im Fußball völlig normal sind. Die Lösung bist aber immer du. Du kannst nicht mit dem Finger auf irgendwas deuten. Leute können dir das Leben einfacher machen, sie können dir helfen. Aber am Ende musst du immer selber gucken, was muss ich gerade für den nächsten Schritt gehen, was muss ich an Lösungen anbieten. Und das habe ich leider nicht geschafft. Andere Komponente, wo ich sage, hatte ich tatsächlich Defizite, war Athletik. Ich war einfach sehr, sehr langsam. Mich dann später gerettet. In Australien war ich plötzlich mittelschnell. Auch da war ich nicht schnell. Aber da habe ich dann gemerkt, dass dieses Fußballerische mit einer ordentlichen Geschwindigkeit da dann gereicht hat. Wir wissen aber alle, wie der moderne Fußball aussieht. Also im Kopf vor allem brutal schnell, in den Beinen sicher nicht langsam. Also das kann sich keiner mehr leisten. Und dann halt eben diese technische Komponente. Du hast gerade schon Postecoglou ein paar Mal genannt. Warum hat es, also aus meiner Sicht, für dich dann in Australien Klick gemacht? Also da gibt es so viele Gründe. Also das erste ist ja mal, man nimmt sich ja selber überall mit hin. Also es war nicht so, ich bin nicht nach Australien geflogen, war plötzlich ein anderer Mensch. Ich musste erstmal ein paar Monate mit dem Kerl arbeiten und am Anfang war das genauso, wie Fußballer halt immer so sind. Die zweifeln alles an, die jammern immer nur rum und bei Ange war das auch so, der ist so krass visionär und der ist so mutig. Also der ist in seinem Leben auch, also er hatte erst früh Erfolge, ist dann einmal grandios gescheitert und hat da den Entschluss gefasst, also das klingt so krass, also er formuliert das als my way or the highway. So, failure is always an option, aber wenn ich scheitere, dann auf meine Art und Weise und ich möchte mir jede Chance geben, wirklich erfolgreich zu sein. Und wirklich erfolgreich war für ihn nicht irgendwie mal in der Liga halbwegs gut dastehen oder auch mal einen Titel gewinnen, sondern der hat das damals so formuliert, beste Mannschaft der Welt, das war diese Barca-Generation mit Iniesta, Xavi, Messi und so weiter. Das sind die Besten, wir spielen so Fußball, keiner soll uns mehr schlagen können. Und dann sitzt du erstmal in dieser Kabine, schaust dich um, ich hatte ja selber miese Jahre hinter mir, also dachte so, ja okay, und mit mir willst du den Fußball spielen? Und guck nach links und rechts und da sitzt irgendein Student, den wir von der Gold Coast Uni geholt haben, der noch nie professionell Fußball gespielt hat. Da sitzen so ein paar Australier rum, die seit 10 Jahren durch die Liga gedümpelt sind. Da war ein Schotte dabei. In den ersten Trainingseinheiten jeden Ball, den er bekommen hat, der hat gedacht, der muss dann, das war unser Sechser, 60 Meter Diago knallen. Ach, und wir spielen jetzt wie Barcelona? Also ja, good luck, ne? Und dann geht das los und dann fängst du an und alles rumpelt, ne? Im Training, das sieht nicht schön aus. Und in den Testspielen auf einmal hast du gegen so Local Clubs und sowas, ne? Da hast du richtig Probleme. Wir spielen Testspiele gegen A-League-Mannschaften, Adelaide, Melbourne, sonst irgendwas, ne? Und kriegen nur auf die Mütze. Und ich war auch wieder so, ja, klar, ist halt Fußball, kenne ich doch, alles scheiße und so, ne? Und irgendwann habe ich gecheckt, nein, wie krass ist das denn? Also der hat dem Problem immer tief in die Augen geschaut, also irgendwas klappt nicht, dann war nicht irgendwie, wir machen was anders. Also bei ihm war immer so, there is no plan B, wir machen genau das, wir machen es halt besser. Wir gucken hin, warum verlieren wir gerade noch die Spiele, also was klappt noch nicht im Spielaufbau. Aber wir haben keine Sekunde dran gezweifelt, dass, also er nicht, wir Spieler schon, dass wir es genau so machen müssen. Und dann wurden wir immer besser und besser. Und dann diese ganze No Bullshit, No Excuses Policy. Das ist dann in Australien auch einfach. Ja, Wetter, Luftfeuchtigkeit und die Reisen nach Neuseeland, nach Perth, 4, 5, 6 Stunden und so, ja, müde und auch schon wieder spielen. Und der hat's gehasst. Und Profis sind oft so, ich war so, immer schon die Ausrede eigentlich in der Hosentasche. Und der hat dich angeschaut und gesagt, ey Leute, was ist denn kaputt? Gibt es jetzt wieder 17 Leute, die mir 3 Gründe sagen können, warum wir heute nicht performen? Oder finde ich hier im Raum noch einen, der mir sagen kann, warum wir heute geil Fußball spielen, das Spiel ziehen? Und das macht so viel mit einem.
So dieses, wenn du irgendwann dieses geht nicht, gibt's nicht, wirklich verinnerlichst und auch diese Prozesse fühlst, wenn du merkst so, ja shit, wir werden gerade besser und besser und besser. Nicht durch Hand auflegen, nicht über Nacht. Es hat echt ein halbes Jahr gedauert, bis das so richtig Klick gemacht hat bei uns. Aber end of story, ich springe da mal ein bisschen vorwärts. Wir haben dann 2 Mal hintereinander die Meisterschaft geholt. Wir haben in der Liga mit Salary Cap, also wo theoretisch alle Mannschaften wirklich gleich stark sind, haben wir 36 Mal hintereinander nicht mehr verloren. Wir sind bis heute die erfolgreichste Mannschaft der australischen Sportgeschichte. Das gab es noch nie, so eine Serie. Also das ist irgendwie, wenn, keine Ahnung, in der Bundesliga spielt dann, ich sage jetzt mal Mainz gegen Bremen 36 Mal so vom Verhältnis und eine Mannschaft verliert nicht mehr. Und das war so krass. Wir hatten irgendwann nur noch den Ball, 70% Ballbesitz. Und irgendwann sind die Medien aufgesprungen, haben diesen Fußball angeguckt und haben uns Raw Salona, also Brisbane Raw, dann Raw Salona genannt. Und wenn du einmal durch so eine Schule durchgehst, wenn du einmal merkst, was möglich ist, wenn man sich traut, wenn du einmal sagst, nein, es interessiert mich nicht mehr, wenn 100 Leute sagen, geht nicht. Wir machen das trotzdem. Wir haben einen langen Atem und wenn wir da gemeinsam durchgehen, kann am Ende nur Erfolg stehen. Stark, stark. Du hast schon gesagt, du springst jetzt ein bisschen vorwärts. Wir müssen jetzt auch so ein kleines bisschen durch deine Karriere eilen. Du bist Fußballer des Jahrzehnts dann in Australien geworden, hast aber irgendwann gesagt, ich muss wieder zurück nach Deutschland und ich bleibe beim Fußball. Ich kann mir vorstellen, die haben mit Sicherheit auch noch andere Optionen offen gestanden. Aus heutiger Sicht sage ich, super Idee, gut, dass du es so gemacht hast. Aber war dir das damals schon so klar, dass du das machen willst, was du bis heute dann gemacht hast? Ja, überhaupt nicht. Mir war klar, dass ich wieder nach Deutschland muss oder nach Europa ins Epizentrum des Fußballs, weil Ensch hatte mich so angezündet. Also wenn der das mit einer Mannschaft machen kann, wenn der das Leben von Menschen so verändern kann, weil, also jetzt reden wir hier, aber ihr könnt Shane Stefanuto fragen oder Maddie Mackay oder Besat Berisha, Maddie Smith, meine ganzen Jungs von damals, die jetzt in der ganzen Welt auch unterwegs sind, die leben diesen Spirit auch. Bei anderen Vereinen, ich habe mit denen gesprochen, die sind alle transformiert. Und dann ist das so, ja okay, also ich muss jetzt auch wieder was im Fußball machen, was ich nie gedacht hätte. Ich war so desillusioniert, ich war so am Boden. Ich saß in Nürnberg und wollte aufhören mit Fußball spielen und mir war eigentlich klar, dass ich nie wieder irgendwas mit diesem Business zu tun haben würde. Ich habe diesen Sport nicht mehr geliebt oder ich dachte, ich würde ihn nicht mehr lieben. Das ist ja falsch. Diese Liebe war so zugeschüttet. Ich hatte so viel Negativerfahrung, dass ich das nicht mehr spüren konnte. Und das hat Ensch halt wieder freigelegt. Und dann war klar, dass ich nach Europa gehen musste, das einfach versuchen musste. Und am Anfang, was wollte ich werden? Natürlich Profitrainer. So irgendwie schnell Trainerscheine machen, habe überall hospitiert und war dann schnell Cheftrainer in Frankfurt bei einer U15. Und das war der Gamechanger. Da ist für mich alles anders geworden. Die Zeit mit diesen Kindern war das Schönste, was ich jemals erlebt habe. Und dann war plötzlich Profifußball total egal. Ich habe gespürt, was das für Lernmaschinen sind, wie talentiert die sind, wie leidenschaftlich die jeden Tag Fußball spielen und was man aus denen also rausholen oder entwickeln kann. Also menschlich, fußballerisch. Und dann kamen so ein paar Sachen, okay, dann bist du Trainer einer Jugendmannschaft, aber du hast ja nicht den großen Einfluss. Also was wird davor gemacht, was wird danach mit den Jungs gemacht. Und dann wollte ich in eine andere Rolle. Dann war ich immer Head of Methodology. Dann hatte ich plötzlich gefühlt alle Jungs im NLZ und durfte mit denen arbeiten, durfte mit den Trainern gemeinsam konzipieren. Und dann kam irgendwann Dortmund halt, hat von der Sache ein bisschen Wind bekommen, von der ganzen Denke und meinten eben, hast du nicht Bock, genau das bei uns zu machen? Und ja, ich habe Lust. Merkt man gar nicht. Wir müssen noch mal einen kleinen Sprung zurück machen. Du bist ja nicht sofort wieder auf dem Fußballplatz gewesen, sondern du hast ja dann erstmal viel TV gemacht. Welche Rolle hat dabei Jérôme Polenz, dein ehemaliger Mitspieler, gespielt? Und welche Rolle vor allem hat die TV-Show Monday Night Football aus England gespielt? Beide Riesenpart natürlich inne gehabt. Jérôme immer noch, also viele Ideen, die wir jetzt auch hier gerade umsetzen, gehen auch auf ihn zurück, immer noch, weil der somit der krasseste Fußballdenker ist, den ich jemals getroffen habe. Also wir haben in Australien zusammen gelebt, wir hatten dann hinterher die Show auch zusammen. Und Giro ist ein bisschen anders als ich, also der ist noch irgendwie zielstrebiger, noch mehr so Cutting Edge, also der
da wusste noch keiner, dass es sowas wie eine Videokamera überhaupt gibt. Dann hatte der schon ein Abo für uns klar gemacht. Also wir hatten dann die Möglichkeit, unsere Jugendspiele in Frankfurt schon zu filmen. Der ist, was Datenanalyse angeht, oder war sehr früh schon da total krass, einfach wollte genau verstehen, wie funktioniert eigentlich Fußball, und hat mir da halt auch total viel beigebracht und mich immer wieder auch angeschubst, immer wieder angetrieben, weil wir hatten ja so eine Idee, also wir wollten irgendwie Fußball-Tutorials machen, deswegen Monday Night Football, so wie die damals über Fußball gesprochen haben. Es war Wahnsinn, da saßt du da, also aus Deutschland kennt man ja das Format mit Jan Henkel und Matthias Sammer, und das war ja damals auch so mindblowing, so oh wow, also so kann man über Fußball reden mit so viel Zeit und Liebe zum Detail, und man kann komplexe Sachen dem Zuschauer, dem Laien wirklich näher bringen. Und dann hatten wir die Idee, und Giro ist halt, der hat auch so eine Business-Ader. Also wir müssen das irgendwie schaffen, und dann haben wir irgendwelche Firmen angeschrieben, haben uns selber beigebracht, wie man solche Videos dann auch baut, sind da Klinkenputzen gegangen, ey, wollt ihr das, und wie es halt immer so ist, erstmal sagen 7 Leute, ja, nee, zu teuer, oder funktioniert nicht, ist kein Format, aber am Ende hat es halt das Licht der Welt erblickt, und da hat Jerome halt unfassbaren Anteil dran. Ja, fand ich aber auch wirklich super spannend, was du mal in einem Podcast gesagt hast. Ich meine, es war bei Copa TS bei Tommy Schmidt, dass ihr damals auch gelernt habt, dass es in der englischen Sprache einfacher ist, Fußball zu erklären, als in der deutschen Sprache. Und dass ihr ja da auch erstmal so eine Hürde hattet, die ihr überspringen musstet. Erklär mal, wieso das denn? Es gibt mehrere Gründe. Also die englische Fußballsprache ist genauer, also wahrscheinlich auch ein reichhaltigeres Vokabular. Und ich finde oft, dass das Deutsche nicht immer die beste Sprache ist, um Sachen irgendwie geil zu vermitteln. Also wir machen das jetzt im NLZ auch so, wir sind ganz viel einfach auch Englisch unterwegs, einfach weil es cool klingt. Weil, also auch generell andere Sprachen. Also wir sind gerade unterwegs in so einer südamerikanischen Denkart des Fußballs, und da gibt es dann so Sachen wie Escadinha oder Cortaluz oder sowas, ne? Und das sind geile Konzepte, und das muss man gar nicht immer verstehen, klingt einfach cool. Weißt du, auch wenn ich Englisch irgendwie so ein Disguised Pass spiele. Was heißt das? Wie übersetzt du das im Deutschen? Einen verkleideten Pass? Also unsere Übersetzung, in Anführungszeichen, wäre dann noch No-Look-Pass. Das ist es aber gar nicht. Das ist so dieses, mit deiner Körperhaltung, mit deinem Blick verkleidest du diesen Pass halt. Also ich will eigentlich zu dir spielen, aber dann gucke ich dahin, mein ganzer Körper, meine Fußspitze, meine Schultern, alles zeigt darüber. Und dann ziehe ich den über Standbein zu dir. Und das ist so im Englischen, ja, Disguised Pass, das ist es. Und der Ball, der landet dann in der Pocket. Wir sagen dann so, ja, zwischen den Linien. Ja, aber ist es doch gar nicht. Also guck mal, es ist ja eher wie so ein Quadrat oft oder irgendeine Art von Viereck. Also du hast dann Innenverteidiger und Sechser beispielsweise, und da mittendrin steht einer, so diese Iniesta-Position, sowas, ne? Und das ist die Pocket. Also im Englischen, du siehst förmlich diese Pocket. Und den Jungs ist das auch scheißegal, wie wir das nennen. Ja. Wir müssen das oft genug wiederholen, und dann checken die es. Und dann können wir so durch die Fußballwelt gehen. Dann ist es kein Beinschuss mehr, sondern eben, die Jungs sagen ja, ey, Panna. Ja. Solche Sachen. Warum hast du dich dann im Sommer letzten Jahres für den BVB entschieden? Das war eigentlich eine total krasse Nummer, weil ganz ehrlich, Dortmund war eigentlich der letzte Verein, von dem ich gedacht hätte, dass ich da landen könnte. Warum? Von außen betrachtet gab es halt eine krasse Ergebnis- und Titelfixierung. Es war unfassbar talentierte Fußballer, die aber eigentlich sehr risikoaversen Fußball gespielt haben. Also da wurde Fußball konzipiert, der durchaus zu Titeln geführt hat, aber nach allem, also was wir gerade so besprochen haben, ist ja nicht meine Art von Fußball. Also für mich geht es ja darum, ey, wir wollen hier zaubern, wir wollen schnicken, wir wollen kreativ sein, wir rollen den Ball, wir wollen Tore kreieren. Ich möchte nicht, dass ich ein Tor mache, also natürlich möchte ich das auch, aber ich möchte vor allem Tore kreieren und nicht Fehler des Gegners bestrafen. Und ich habe das bei Hertha von der anderen Seite erlebt. Da hatten wir den Ball, wir probieren, wir beißen auf Granit, bumm, verlieren den Ball, oh, 0-1, shit, 0-2, shit. Und dann habt ihr uns regelmäßig rausgekegelt. Also es war super erfolgreich und auch geiler, ja, irgendwo Herrenfußball. Also es hatte echt schon Profifußball-Elemente. Und das war ja damals auch so die Marschrichtung. Nur dann kam das Interessante, dass hier im Verein eben schon ein Umdenken stattgefunden hat. So, ja, es gab diese Phase war auch wichtig, weil, und es wird ja von den Verantwortlichen auch immer wieder so betont,
das hat den BVB auf eine Landkarte gebracht. Also warum kommen so viele Talente hierher? Weil diese Erfolge natürlich auch diese Strahlkraft haben. Jetzt geht es aber darum, irgendwie eine neue Stufe einfach zu zünden. Und da haben die eben mich identifiziert als denjenigen, der fußballerisch noch eine andere Idee mit reinbringt. Und auch da jetzt wieder diese Kunst, also wollen wir weiterhin maximal erfolgreich sein, 1000%ig, aber können wir es quasi mit einer B-Note verknüpfen, weil wer kommt am Ende oben an? Was sind es für Spieler, die auch bei uns oben spielen? Also wer turnt da rum? Was hat Pascal Groß für Qualitäten? Was hat Jule Brandt für Qualitäten? Also das sind vor allem Fußballer vor dem Herrn. Also die sind in der Lage, eben zu kreieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und damit sind wir permanent auch konfrontiert als Borussia Dortmund. Also wir werden meistens den Ball haben, wir werden dicke Bretter bohren müssen. Wenn wir den Ball nicht haben, wenn wir gegen krass gute andere Mannschaften spielen, also wenn wir gepresst werden von Bayern München, von Atletico Madrid, was brauchen wir auch da wieder? Jungs, die im Druck, unter Druck, also unter Druck auch hier im Druck auf dem Feld, so 360 Environment, so von allen Seiten und jetzt eben sauber zu bleiben, jetzt eben dieses Scanning noch zu haben, ja, das wollen wir maximal ausbilden. Also immer in der Lage sein, Lösungen zu finden quasi. Immer, immer. Also dieser Anspruch, der Ball muss uns gehören. Der Anspruch, wir sind in der Lage, egal was der Gegner macht, wir können kreieren. Jetzt hast du schon gesagt, du kommst von Hertha, deshalb haben wir auch gesagt, was ist der Unterschied zwischen Berlin und Dortmund, aus einer sehr, sehr großen Weltstadt in die Ruhrmetropole Dortmund zu einem Verein, der aber vielleicht größer ist als Hertha. Was hast du denn hier vorgefunden im NLZ? Also was war anders? Hat dich irgendwas überrascht? Wie war das so, als du hier aufgeschlagen bist? Also erstmal so der Vergleich Dortmund und Berlin als Stadt, was mich hier total geflasht hat. Also wie sehr kann eine Stadt Fußball sein? Also hier laufen Leute einfach durch die Gegend mit BVB-Klamotten. Alt, jung, Jungs, Mädels, egal, jeder hier lebt Fußball. Berlin ist mega geile Stadt, aber in Berlin war es ja so ein bisschen so, gab ja irgendwann mal den Spruch, in Berlin kannst du alles sein, auch Herthaner. Also kannst du eben auch Herthaner sein. In Dortmund bist du vor allem Borusse. Und das catcht einen. Also da kriege ich wirklich Gänsehaut, ja, weil das merkst du an jeder Ecke. Diese ganzen Unity-Graffitis, die Aufkleber, die überall sind und so. Also das ist Wahnsinn, was das hier für eine krasse Fußballstadt ist. Und dann natürlich der Unterschied, also Größenordnung Verein, das Hertha BVB ist sehr klar. Also das ist einfach ein Weltverein mit einer unfassbaren Strahlkraft und mit krassesten Ressourcen. Also uns ging es bei Hertha schon nicht schlecht. Das ist echt eine ordentliche Anlage und wir hatten auch Manpower. Das hier ist für jeden, der im Jugendfußball arbeiten darf, einfach nur Eldorado. Also wir haben alle Ressourcen, die wir brauchen. Wir haben Top-Plätze, wir haben einen Footballnauten, wir haben Hauptamtlichkeiten bis weit runter. Wir haben in ganz vielen Teams eben nicht nur Cheftrainer hauptamtlich, sondern sogar Co-Trainer, Videoanalysten mit dabei. Wir haben so viel Unterstützung, Athletiktrainer, Sportpsychologen. Also die Liste, die ist ewig. Also das ist so, so geil mit den Partnerschulen, was hier passiert, mit Fahrdienst, mit auch die Möglichkeiten, Jungs zu holen, ja, aus dem Innen- oder auch Ausland. Also das hat mich völlig geflasht. Ich wusste, dass das hier spannend werden würde, aber dass wir solche Voraussetzungen haben, das war mir nicht klar. Du hast auch mal gesagt, dass du auch, ja, überrascht ist vielleicht das falsche Wort, aber begeistert davon warst, wie viel Qualität auch die Trainer hier schon mitgebracht haben, die hier sind. Absolut. Also das ist ja das, was man von außen nicht so richtig beurteilen kann. Und ich habe ja gerade die verschiedenen Aufgaben, die wir so im NLZ verteilen, auch aufgezählt. Es ist eben nicht nur, dass wir quasi Cheftrainer haben, sondern auch der Co-Trainer, auch der Videoanalyst. Also wir bauen das so als Co-Trainer / Videoanalyse, der ist in der Doppelfunktion, der ist auf dem Platz mit dabei. Wir haben hier so, so gute Jungs, deswegen bin ich auch so, so optimistisch, dass A, Spielerqualität brutal ist, dann aber auch mit der Trainerqualität, dass wir, wenn wir hier einen langen Atem haben, dass das, was jetzt gerade noch so sich nach Traum anhört, nach Vision, dass das irgendwann Realität werden kann. Passend dazu, du hast im Kicker gesagt, wir wollen Sachen komplett neu denken dürfen, ohne das Alte komplett außer Acht zu lassen. Erklär das doch mal bitte. Naja,
es ist ja schon so, wenn jemand wie ich da rein stolpert, im Endeffekt mit einer anderen Idee, dann ist es ja auch der Gegenentwurf zu dem, was vorher war. Und die Kunst ist so ein bisschen, und manchmal fühlt es sich an wie die Quadratur des Kreises, ich weiß gar nicht, ob es möglich ist. Ich möchte was Neues versuchen, ich möchte auch die Dringlichkeit für das Neue irgendwie kommunizieren dürfen, aber damit möchte ich das Alte ja nicht komplett beerdigen oder vor allem auch überhaupt nicht schlecht reden. Also alles hatte seine Zeit, aber jetzt bricht halt eine neue Zeit an und viele der Elemente, also dieses Gewinnen wollen, was hier in jedem Trainer, in jedem Spieler auch drin ist oder so, ja bitte, das wollen wir konservieren. Also es geht jetzt nicht hier um Tiki-Taka und Schönspieler und sonst irgendwas, nein. Also diese DNA, die wollen wir komplett honorieren und auch dieses, was ja tief drin ist im Verein, diese Arbeiter-Mentality, also diese Werte, die müssen wir komplett hochhalten und uns trotzdem trauen zu sagen, naja, aber der Fußball bewegt sich ja. Also wir sind nicht mehr 2012, es ist nicht mehr alles zweite Bälle und Kloppo-Nostalgie, sondern alle haben sich weiterentwickelt. Der Fußball, Klopp selber hat in Liverpool am Ende ganz anderen Fußball spielen lassen. Der Jugendfußball erfordert, dass man es neu und mutig und auch riskant denkt, also mit dem Risiko auch Fehler zu machen. Wir machen mit Sicherheit gerade Fehler. Davor dürfen wir aber keine Angst haben. Die fangen wir halt in einem Jahr wieder ein oder in 3. Aber wir werden vor allem verdammt viel richtig machen, wenn wir es auch machen dürfen, wenn wir es mit einer Überzeugung machen dürfen, wenn wir uns alle darauf einlassen, weil da sind wir dann wieder bei Ange, wenn 5 Leute schon wieder sagen, weiß ich nicht und habt ihr bedacht und wenn ihr das macht, das geht schief und so. Nein, das ist keine Denke. Also da einfach so diesen Sprung ins Ungewisse wagen. Auch dazu passend, im internationalen Vergleich hat der deutsche Nachwuchsfußball trotz U17-Weltmeisterschaft auch so ein bisschen den Anschluss verloren. Ist das richtig oder schätze ich das falsch ein? Das weiß ich gar nicht. Also ich finde schon, dass wir auch immer wieder super spannende junge Spieler produzieren. Also so ist es nicht, dass wir teilweise auch eben mit unseren U-Mannschaften erfolgreich sind. Ich glaube, wir hatten jetzt auch gerade in der Abstellphase sehr, sehr erfolgreiche Spiele. Also U17 hat sich wieder qualifiziert für die EM, U16 beide Länderspiele gegen Italien gewonnen, auch mit unseren Jungs. Fadi Ahmad richtig performt, Tore gemacht. Also ich glaube, es ist nicht ganz so schwarz, wie es oft gemalt wird. Was ich allerdings interessant finde, wenn man sich so Statistiken anschaut, was sind eigentlich die Top-NLZs, nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt. Also dann reden wir ganz schnell über PSG, Barcelona, Chelsea, Ajax, Benfica, sowas. Die sind alle in den Top 10, aber dann eben auch River Plate, Boca Juniors und sowas. Und in diesen Auflistungen, da kommt lange, lange, lange kein deutscher Verein. Also ich habe neulich eine Statistik gesehen, unter den ersten 27, ich weiß nicht, was danach kam, war kein einziger deutscher Verein. Okay. Also da geht es dann auch um Einsatzminuten in der eigenen Mannschaft, also in der Profimannschaft? Ja, das ist ja der Gradmesser. Also wie hoch spielen diese Jungs? Weil ich kann 137 Spieler produzieren für die 3. Liga und dann sagen, ja, ich habe Profifußballer produziert. Nee, das ist es ja nicht. Also schaffst du es für die eigene Mannschaft auszubilden? Machen die dann 3 Spiele oder haben die auch eine Nachhaltigkeit als Profis? Wie lange spielen die auf diesem Level? Und Statistiken kann man ja auch in die eine oder andere Richtung nicht fälschen, aber die kann man so oder so bauen. Also man kann sein NLZ auch in einem super Licht präsentieren. Aber ich finde, wir müssen uns halt maximal ehrlich machen. Also nicht nur wir, sondern jedes deutsche NLZ. Lass uns doch gucken, wie viele Stammspieler spielen denn aktuell bei uns, die in der, keine Ahnung, U11 schon bei uns waren. Ja. Sowas. Was sind die Spieler, die wir verkaufen? Geht der für 5, geht der für 10, für 15 Millionen oder für 50? Und auch was kostet der Bums hier, unser Laden? Also je nach Größe des NLZs sollte auch da, das ist jetzt kein romantischer Gedanke, aber so ein Return on Invest geben. Also wenn wir eine Summe X ausgeben, wäre schön, wenn wir das irgendwie refinanzieren. Wir wollen ja nicht, dass die Profiabteilung uns finanziert, sondern es sollte in die andere Richtung gehen. Wir sollten uns selber tragen. Wir sollten so viel nach oben eben permanent liefern, dass es überhaupt keine Frage ist, dass wir dieses Geld auch zu Recht ausgeben. Dann lass mich die Frage mal anders stellen. Was würdest du denn sagen, hat dem deutschen Nachwuchsfußball im internationalen Vergleich gefehlt? Ich glaube tatsächlich, dass wir auf der Skill-Ebene lange Zeit nicht gut unterwegs waren. Also ich merke das immer wieder. Also ich bin ja selber taktisch unterwegs. Also ich finde, dieses Football-Brain, das brauchst du. Also du musst ein Positionsspiel aufziehen können,
wie die Spanier. Das ist es einfach. Also Johann Cruyff wird da nie aus der Mode gehen. Das ist diese Art von Fußball. Also stellt euch gut zueinander, Passdistanzen, Winkel, den freien Mann finden. Aber das ist halt nicht alles. Und ich glaube, das wissen wir mittlerweile alle, da waren wir zu lange ausschließlich unterwegs. Und mich hat es total frappiert, dass wenn wir über die technischen Details reden und diese riskanten Sachen, dass da so viel Widerstand kommt. Also wenn einer von uns einen Fehlpass spielt mit Außenriss, kommt sofort irgendwie kein Zirkus. Oder mit der Sohle oder auf Beine geht oder sonst was. Oder 5-mal hintereinander im 1 gegen 1 den Ball verliert. Also am Ende wollen wir alle diese Spiele. Wir sagen permanent, boah, ey, guck dir den an, guck dir mal Musiala, guck mal Wirtz und so. Aber schaut euch mal an, wie die spielen. Die sind so kreativ, die sind so risikofreudig. Und das müssen wir halt ganz, ganz früh, also nicht nur zulassen, so nach dem Motto, jetzt drücke ich mal beide Augen zu, sondern einfordern. Leute, was macht ihr? Teilweise habe ich mir einen Kreis angeschaut, da spielen wir 4 gegen 2, 5 gegen 2 und das war das langweiligste ever. Da war kein Esprit drin, es war immer nur Innenriss, 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 Pass, Pass, Pass. Ey Leute, geht doch mal auf Beine, spielt doch mal Außenriss, steht doch mal auf dem Ball, manipulier den so, der Zerbi-Style, der IV, so. Du kannst so viel machen mit deiner Sohle. Und das ist eben nicht ein Geburtsrecht der Brasilianer, sondern jedes Kind trägt das eigentlich in sich. Wir müssen es nur wieder ausschöpfen. Da kommen wir an einen ganz guten Punkt. Du sprichst ja von Kindern. Seit einiger Zeit wird in Deutschland jetzt endlich der Kinderfußball reformiert. Da gab es dann auch schon sehr viel öffentliche Diskussionen. Was entgegnest du denjenigen, die sagen, jetzt dürfen die Kinder nicht mal mehr gewinnen? Na, das ist ja so ein Vorwurf, der mir immer gemacht wird. Also wenn ich sage, Leute, es geht nicht mehr ums Gewinnen. Das ist erstmal so, oh mein Gott, der will Loser ausbilden. Ja, nee, will er nicht. Die Frage ist doch nur, was ist denn Gewinnen? Was heißt das denn? Also Gewinnen ist das jetzt, wenn ich als Trainer mit meiner Mannschaft in der U12 einen Gegner platt mache? Am besten noch, weil ich irgendwie meine frühreifen Jungs da hinschicke, die alle im Kopf größer sind und dann spielen wir genau diesen zynischen Fehlervermeidungsfußball und dann prügel ich auf die ein und jag die da durch und alles ist nur Fight, Fight, Fight und ja, okay, dann gehen wir vom Platz runter und haben das Spiel gewonnen. Aber haben wir das Metaspiel gewonnen? Und ich sage euch, nein, haben wir nicht. Also gewinnen ist immer nach oben hin. Also wie viele Leute lieben unseren Sport, wie viele sind dabei geblieben, haben nicht aufgehört, weil sie irgendwann gesagt haben, ey, der Scheiß, der macht keinen Bock. Dann eben, welches Level produzieren wir, wo kommen unsere Jungs wirklich an? Und dieses Spiele gewinnen, das ist tatsächlich ein wichtiger Part. Also ich würde es hassen und ich würde es nicht akzeptieren, wenn ein Kind auch nur bei einem Trainingsspiel irgendwie sagen würde, ist mir doch scheißegal. Also ob wir das jetzt gewinnen oder verlieren, nein, darum geht es nicht. Das ist nicht verhandelbar. Und das ist aber für mich Siegeswille. Das ist diese intrinsische Motivation. Das andere ist eher Ergebnisdenken. Das Ergebnis kann mal so ausfallen. Das, was nicht verhandelbar ist, ist das hier. Also dass wir Grit brauchen, dass wir brutale Intensität, brutalen Willen immer an den Tag legen müssen. Egal, ob es im Winter dunkel und windig und kalt und sonst was ist. In jedem Trainingsspiel. Wir verlieren nicht gerne. Aber als Trainer auf der anderen Seite dürfen wir nicht Ergebnisse herbeiführen. Das ist, finde ich, so der ganz, ganz springende Punkt. Und dann sind wir ganz schnell beim Jugendfußball. Worum geht es in dieser Reform? Da soll den Trainern ja auch nicht alles vorgeschrieben werden oder reingequatscht werden. Es soll einfach nur sensibilisieren für, was ist eigentlich wirklich Gewinn und sorgt dafür, dass die Kinder gerne Fußball spielen, dass sie sich trauen, dass sie kreativ sind. Und das andere, professioneller wird es ja taktischer wird es ja dieses Cutthroat, das kommt früh genug. Das brauchen wir nicht in der U12, 13, 14 schon. Reden wir mal genau über die Altersgruppe oder vielleicht sogar noch jünger. So ein Podcast hat ja auch mal die Möglichkeit, ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Ein Name, den vielleicht nicht alle Zuhörenden oder Zuschauenden kennen, ist Horst Wein. Ein deutscher Hockey- und Fußballtrainer war das. Dessen Methoden sind in Spanien, sage ich jetzt mal, relativ früh aufgenommen und gewertschätzt worden. Hier bei uns erst seit kurzem. Erklär mal so ein bisschen, was hatte der vor, was war seine Idee und inwiefern ist es auch vielleicht ein bisschen schade, dass es bei uns so lange gedauert hat, bis man erkannt hat, was da drin steckt. Es geht ganz viel um Skalierung, also Zahlenverhältnisse, Spielfeldgrößen und
Trotzdem finde ich, dass häufig Parteien dagegen gegeneinander ausgespielt werden. Weil in Spanien ist es so, dass die sehr früh auch schon sehr taktisch arbeiten, dass die sehr früh auch schon ins 9 gegen 9 gehen. Also das ist nicht so, dass da nur 3 gegen 3 ist. Okay. Die haben aber trotzdem halt verstanden, wie wichtig diese Komponenten sind, dieses Kleine, dieses Verspielte. Und am Ende wollen wir beides. Also wir wollen den Skiller und wir wollen den Jungen oder das Mädel mit dem Football Brain. Also wir müssen das große Spiel lernen und das große Spiel, das ist am Ende ein 11 gegen 11 oder früher schon dann auch ein 9 gegen 9 oder 7 gegen 7. Nur mit jedem 9 gegen 9, was ich spiele mit einer U11 oder U12, reduziere ich natürlich die Ballkontakte des Einzelnen. Ja. Und diesen Regler müssen wir in der Hand haben, dass wir permanent gucken, wer kommt eigentlich wie oft in welche Aktion. Also wer hat wie viele Zweikämpfe, wie oft ist das Spiel entscheidend auch, weil in einem 9 gegen 9 oder 11 gegen 11 in jungen Jahren, Spiele werden oft dominiert von 2, 3 Spielern, also so eine Achse. Und alle anderen drumherum, ja, die fallen so ein bisschen hinten runter. Die freuen sich mit. Aber das ist es dann auch, ja. Also vielleicht auch, weil das ja nicht sich jeder Zuhörer, Zuhörerin damit beschäftigt. Warum ist das so wichtig? Viele Ballkontakte, viele Zweikämpfe. Ja, es ist ja völlig einfach und logisch. Also wenn ich was üben darf, dann werde ich wahrscheinlich besser darin. Wenn ich den Ball aber nicht habe, dann kann ich ja nicht üben. Also dann, keine Ahnung, spielt so ein Bulle als IV und dann habe ich noch einen Sechser, der meinetwegen auch einfach nur ein völlig normaler, guter Schnicker ist, aber der Beste halt da. Und da macht der die ganze Zeit und vorne habe ich noch einen kantigen Stürmer und die 3 regeln alles. Und jetzt bin ich so ein kleiner AV und ich stehe auch mit da rum, aber ich übe nichts. Jetzt gehen wir in eine 3 gegen 3 Form oder wir schalten jetzt diese Twin Games. Das ist ja so die DFB Revolution gerade. Wir schalten sowas vor und sagen... Erklär das vielleicht mal kurz. Also bevor wir 9 gegen 9 spielen beispielsweise, gehen wir einfach in kleinere Formen. Und da ist dann auch gar nicht so wichtig, wie steht's denn, weil die spielen dann parallel auf verschiedenen Feldern und du kannst ein- und auswechseln und jeder Junge kommt einfach in viel, viel mehr Duelle, Ballkontakt. Also wir mit Playermaker, wir haben hier immer so Straps rum, wo wir dann auch messen können, wie viel mehr Aktionen die Jungs haben und das geht völlig durch die Decke. Und ich finde, es ist wirklich kein, bitte macht nur das oder macht nur das. Es ist immer ein sowohl als auch. Also bei dem Ganzen, ja, wir wollen Offensive. Heißt das, wir wollen keine Defensive schulen? Nein, natürlich nicht. Ist brutal wichtig. Monster gegen den Ball. Das wollen wir. Und genauso dieses, ja, wir wollen jetzt ganz, ganz viel Ballkontakte, dribbeln und passen und die immer, also jeder zweite, dritte Ball soll eigentlich schon wieder bei mir sein. Ja, aber das ist ja auch nicht Fußball. Fußball ist ja auch Räume besetzen, den freien Mann finden, auch mal bewusst wegbleiben. Also das große Spiel verstehen ist genauso wichtig und das betont Hannes Wolf ja auch immer und immer wieder. Er will das nicht missverstanden wissen, als wir spielen jetzt nur noch 4 gegen 4. Aber sorgt dafür, dass wir genug 4 gegen 4 spielen. Also Talententwicklung als Marathon. Der Spurt am Anfang oder der Sprint am Anfang bringt dir eigentlich nur ein Zwischenziel. Die Zwischenzeit ist die beste, aber am Ende fehlt dir dann vielleicht die Luft. Häufig. Und wir reden dann ja häufig davon, dass die Spieler hinten raus stagnieren oder dass im Übergangsbereich wir nicht so das beste Management haben im Sinne von, kriegt er genug Game Time, auch schon früh in Herrenmannschaften, wir haben da keine idealen Modelle. Stimmt. Also wenn man sich andere Ligen auch anschaut, andere Länder, andere Verbände, in England mit der U21-Runde, in Portugal auch. Die haben dann eine erste Mannschaft, eine zweite Mannschaft oft in der zweiten Liga, dann trotzdem noch eine U21 und dann eine U18 drunter. Die Spieltermine sind dann so gelegt, also die U21-Runde ist immer unter der Woche, sodass die am Wochenende in ihren Mannschaften spielen und da, wo es gerade reicht oder nicht reicht oder wo einer was braucht, kann er dann in der Woche nochmal spielen. Also natürlich ist das wichtig, Loan Management, dass man geile Leihvereine findet, weil gerade bei uns, kann einer von der U19 direkt durchstarten zu den Profis? Ja, vielleicht nicht. Vielleicht gibt es aber eine geile Möglichkeit über einen Verein in der Schweiz oder Holland oder so, mit einer coolen Spielweise, wo wir sagen, hey, das ist genau das, was Spieler XY gerade braucht. Also sowas müssen wir auch bauen, deswegen sage ich nicht, der Übergangsbereich muss nicht auch neu gedacht werden. Aber meine größte Erkenntnis ist eigentlich, dass wir zu lange auf die falschen Jungs setzen. Die stagnieren nicht plötzlich, sondern die waren nie gut genug. Und wir sollten künftig, und das machen wir gerade hardcore, auf die Jungs setzen, die uns gerade noch keine Ergebnisse bringen. Wo wir aber hinten raus alle die Fantasie haben, dass sie nochmal
richtig lossprinten. Der eine oder andere Zuhörer kennt das vielleicht selber aus der eigenen Jugend, wenn es auch nur im Amateurlevel war. Dann hat vorne, wie du es gerade gesagt hast, vorne der Große gespielt und der wurde halt durchgezogen bis U15, U16 und irgendwann merken alle, naja, jetzt sind die anderen genauso groß und das war's für ihn. Also es ist jetzt sehr platt, aber im NLZ-Bereich natürlich nicht ganz auf diesem Niveau, aber so kann man das ins Bild bringen. Ja, genau, das ist es. Also wir brauchen Lösungen, die später auch noch eine Lösung sind. Also wenn ich heute als 15-Jähriger ins 1 gegen 1 gehe und mache das vor allem durch meinen Speed oder durch meinen Körper, also wenn der andere irgendwie so ein bisschen rankommt, parke ich den einmal weg. Klar, kann ich machen. Aber ist das hier später noch eine Lösung? Also wenn wir plötzlich auch Gegenspieler haben, die genauso schnell sind und genauso kräftig, ja, auf einmal brauche ich einen Trick. Ich brauchte aber meine ganze Jugend keinen Trick. Heißt das jetzt, dass frühreife Jungs per se irgendwie keine Perspektive haben? Nein. Es gibt total viele Akzelerierte, so nennt sich das, die auch super spannend sind. Und die dürfen wir genauso wenig diskriminieren wie die kleinen retardierten Jungs. Wir müssen die nur in die richtige Umgebung packen. Das heißt, der braucht wieder ein anderes Challenge-Level. Dann geht der einen Jahrgang hoch und dann muss er wieder Lösungen finden, die auch später noch Lösungen sind. Weil dann reden wir über, wie sauber ist mein erster Kontakt, habe ich einen Trick, habe ich mich geil vororientiert. Das sind die Sachen und nur auf die müssen wir schauen. Also auch wenn wir Talent bewerten, lass uns nicht auf Wirksamkeit gehen, nicht auf aktuelle Performance, sondern Potenzial. Was bietet der Junge gerade an? Nicht klappt das oder klappt das nicht? Wir haben ganz viele kleine Jungs, die werden in entscheidenden Momenten immer noch weggedrückt. Die haben am Ende keine erfolgreichen Aktionen. Und du siehst aber, da ist schon alles angelegt. Es klappt schon fast. Und in 3 Jahren wird das 100%ig klappen. Und bei anderen siehst du, das klappt noch. Das klappt vielleicht sogar bis zur U19. Weil das ist ja was, das kann man manchmal auch konservieren. Dann bist du in der U19 und bist immer noch der. Aber klappt es auch noch im Herrenbereich? Und da denke ich bei vielen einfach nur, nein, Leute, wird nicht klappen. Und wenn wir bei uns auch viele der Top-Talente anschauen, also wir haben eine herausragende Top-Talente-Abteilung, also das internationale Scouting, das ist Wahnsinn. Und die Jungs, die da auch in meiner Zeit jetzt aufschlagen, ey, die siehst du einmal kicken und denkst dir nur, oh mein Gott, wow. Also Wahnsinn, was da angelegt ist. Und das Geile ist, das sind eigentlich alles ganz zarte Personen. Also was die für Beinchen haben, da ist keiner, der irgendwie so ankommt, sondern die spielen mit jeder Faser ihres Körpers Fußball. Die sind so beweglich, die haben so ein koordinatives Talent. Das ist es. Da ziehen wir jetzt eigentlich mal eine Frage vor, die wir für später, aber wir haben das Thema ja schon, du hast es zweimal jetzt angesprochen, das Thema Biobanding. Wir haben das jetzt angerissen. Vielleicht erklärst du mal für Zuschauer oder Zuhörer, die das nicht so gut kennen, die Vorzüge, noch mal ein bisschen genauer, was tun wir da im Biobanding und wie tun wir es? Ist eigentlich ganz einfach. Es gibt im Grunde ein chronologisches und ein biologisches Alter. Das chronologische ist, ich gucke auf meinen Pass und ich weiß, ich bin 13,7 beispielsweise. Jetzt können wir aber durch Handwurzelvermessungen das biologische Alter determinieren. Und dann steht da auf einmal 12,1. Ach, wie krass. Also du bist eigentlich viel, viel jünger als das, was auf deinem Pass steht. Die Ligen sind aber so gebaut, dass du ja gegen Gleichaltrige spielst, so vom Pass her. Das heißt, du bist ja per se in einem Zustand der Überforderung. Also alle anderen sind körperlich weiter. Sie sind im Breiten- und Längenwachstum weiter. Weil das eine ist ja, ich schieße in die Höhe. Und selbst wenn ich da irgendwann aufhole, also Richtung U15, U16, dann gehen ja Jungs plötzlich in die Breite. Auf einmal haben die richtig Muskeln, auf einmal haben die so hormonell, da tut sich was, da ist eine Körperbehaarung, das sind Pakete. Und jetzt bin ich gleich groß, aber ich bin immer noch der Lauch. Also ich kann dem nichts entgegensetzen. Die sind ja im Kopf dann schon weiter, ne? Der eine spielt noch mit Lego, der andere verabredet sich schon mit den ersten Mädels. Zusammen. Also man darf einfach Kinder nicht nach ihrem Geburtsdatum beurteilen. Und dann kommen ja noch andere Effekte dazu. Der Relative Age Effekt, also bin ich im Januar oder im Dezember geboren? Also wenn ich 12 Jahre alt bin und da liegt ein Jahr dazwischen, also 1.1. oder 31.12., das ist nochmal ein Jahr Entwicklung. Diese Effekte noch kombinieren, also Frühreife oder Retardierung, so komme ganz spät erst, ich bin vielleicht sogar spät geboren und auch noch ein bisschen hinten dran, dann habe ich teilweise einen Nachteil von 2 bis 3 Jahren. Also es ist total heftig. Wir haben mal ausgemessen, die krasseste Spanne innerhalb eines Jahrgangs ist 5 Jahre. Also vom biologisch
Ältesten zum biologisch Jüngsten sind es 5 Jahre. Und das müssen wir manchmal halt aufbrechen. Und wir sagen, jetzt trainieren wir nur innerhalb deiner Gruppe. Wir gucken bei allen Jungs, wo steht ihr gerade? Wo seid ihr in eurer körperlichen Entwicklung? Und dann packen wir euch in eine Trainingsgruppe. Das machen wir jeden Montag. Wir spielen auch Turnierformate, laden uns Mannschaften ein, die dann vielleicht auch mal kombiniert so gegen uns spielen, dass wir erstmal in den Mannschaften ganz normal spielen, dann teilen wir auf, sodass es plötzlich von der Größe her passt. Und das ist für die Jungs halt so wertvoll, weil, kann sich ja jeder vorstellen, wenn ich so klein bin, dann spiele ich immer nur gegen die Großen und ich komme eigentlich im 1 gegen 1 nie vorbei oder traue es mich irgendwann auch gar nicht mehr. Das ist nämlich die Konsequenz. Ich spiele nur nach dem Ball ab, weil ich will ihn ja nicht verlieren. Und dann ist es halt so, in dem Format kommen die wieder in diese Aktion, haben dann das 1 gegen 1, sammeln Selbstvertrauen. Wir bewerten die auch anders. Auf einmal ist ja nicht so, dass der spielt immer nur ab oder der kommt nicht vorbei, sondern, ach krass, jetzt spielt er auf einmal gegen Gleichaltrige, also biologisch Gleichaltrige. Alter Falter, er ist ein geiler Schnicker, der kommt im 1 gegen 1 vorbei. Du, der hat doch eigentlich auch Tempo. Also es ändert unseren Blick auf Spieler brutal, auch in die andere Richtung. Also wenn wir denken, einer, boah, ey, was ein Performer, und dann wird der hochgeschoben und spielt auf einmal gegen Gleichaltrige und dann fällt nämlich auf, der hat die spätere Lösung nicht. Den verspringt ihr dabei, sobald ein bisschen Körperkontakt kommt, der hat gar keine Spannung. Also es ist ein totaler Eye-Opener. Du hast auch den Namen Hannes Wolf schon erwähnt, Ex-BVB-Trainer und mittlerweile DFB-Direktor für Nachwuchstraining und Entwicklung. Und Hannes kommt am 7. April nach Dortmund. Du wirst auch da sein, genauso U16-Trainer Marco Lehmann. Und es wird eine Fortbildung für Trainerinnen und Trainer im Amateurbereich geben. Und was ihr vermitteln wollt, ist die Trainingsphilosophie Deutschland. Wie kann man die zusammengerafft darstellen, die Trainingsphilosophie Deutschland, was steckt da dahinter? Ja, wir haben es ja angeschnitten, einfach Spielfreude steht da ganz, ganz oben, dass alle Kinder viel Spielzeit kriegen und dass wir eine Art von Training anbieten, die sehr, sehr kindgerecht ist und sehr nah dran an dem Fußballspiel in seiner Essenz. Also nicht irgendwie 1000 Rondos oder sowas, sondern eigentlich mehr oder weniger in allen Varianten dann natürlich. Ne? So ein relativ kleines Feld, ein 4 gegen 4 mit Toren, also das heißt mit Spielrichtung, mit genau diesen Aktionen, Verteidigen und auch 1 gegen 1 mit Torabschluss und sonst was. Also die Mission von Hannes, und das müsst ihr eigentlich selber erklären, aber so begreife ich das, ist eben den Fußball nicht zu verkomplizieren und vor allem nicht zu sehr über die Erwachsenenschiene zu kommen, sondern das, was wir früher immer hatten. Komm Jungs, wir gehen raus nach der Schule, war ein bisschen kürzer Schule auch noch, ne? Es war einfacher. Wir hatten überall Wiesen und wir haben einfach 4 gegen 4 gekickt. Und das kann man doch sogar in einem NLZ-Kontext oder auch bei jedem Amateurverein auch immer wieder herstellen. Weil warum sollen wir uns alle in einer Schlange anstellen und machen irgendeine Torschussübung oder so? Warum sollen wir mit 12-jährigen Kindern, keine Ahnung, 90 Minuten Rondo spielen und dann hinterher 10 Minuten Abschlussspiel? Das muss alles nicht sein, das geht besser. Und der DFB gibt da gerade eine Anleitung mit. Mehr ist es auch gar nicht. Das ist nicht, ihr müsst das jetzt machen oder das ist das einzig Gute, sondern hier ist ein Beispiel für kindgerechtes und einfach inhaltlich gutes Nachwuchsfußballer-Training. Wenn ihr diesen Vortrag oder diese Veranstaltung macht, was würdest du denn Jugendtrainern, die irgendwo zwischen Dorfverein und ambitionierten Amateurclub trainieren, was würdest du denen raten, was sie tun sollen im Training, im Spiel? Viel zulassen. Also die Jungs einfach machen lassen. Weniger reden im Zweifel, kennt jeder. Also selbst wenn ich jetzt noch manchmal mit draußen bin, in dem Moment, wo ein Trainer zu viel erklärt, ist ja schon so, ja, aber lass mal loslegen. Ich will eigentlich kicken. Und dann sorgt dafür, dass die Jungs einfach Ballkontakte haben. Sorgt dafür, dass die Jungs in sehr realistische Szenarien kommen. Also das, was ich vorhin meinte mit Ecological Dynamics. So ein 4 gegen 4, da ist ja alles drin, was du brauchst als Fußballer. Natürlich kannst du irgendwelche Rondos spielen und es ist auch wichtig. Wie gesagt, ich bin ein Riesenfan von Rondos, so ist es nicht. Oder irgendwelche Passformen haben vielleicht auch mal ihre Berechtigung. Aber wahrt die Verhältnismäßigkeit. Also wir müssen so viel im 1 gegen 1, 2 gegen 2, 4 gegen 4 einfach spielen. So werden wir krasse Fußballer ausbilden und so werden ganz viele junge Menschen unserem Sport einfach auch die Treue halten. Da geht es ja nicht immer nur darum, wird einer Profi, sondern liebt er den Sport. Genau. Bleibt er dabei, ja, Ja. absolut.
Kommen wir mal wieder vom Allgemeinen zurück hier zum BVB, zu diesem Trainingsgelände. Manchmal, wenn ich so gegen 17:30 hier vom Hof gehe, dann schwärmen aus allen Richtungen die Jugendlichen und Kinder ein, um dann sich auf diese Trainingsplätze hier zu verteilen. Wenn jetzt hier die U-Mannschaften trainieren, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, aber was ist der Unterschied, wenn man auf die Plätze schaut, vielleicht zu Beginn deiner Tätigkeit hier beim BVB im Sommer 24 und heute? Kann man da schon irgendwas oder würdest du dir wünschen, dass man schon was sieht, was anders ist? Boah, das ist eine schwierige Frage. Also klar haben wir andere Inhalt, einfach von der Konzeption. Also wir haben ja ein einheitliches Game Model. Das heißt, es wird an anderen Problemen geschraubt. So. Also das auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir inhaltlich noch nicht tief genug eingestiegen sind, also gerade diese methodische Richtung, um da schon einen totalen Impact zu spüren. Also das ist was wahrscheinlich eher im zweiten Jahr kommen wird. Also mir geht es jetzt erst darum, dieses Game Model allen verständlich zu machen und dass wir das über die Wochen und Monate einfach mehr und mehr verinnerlichen. Habe auch das Glück, das hattest du ja vorher angesprochen, also wir haben halt einfach auch gute Trainer. Es ist ja nicht so, also bitte, das ist mir auch so wichtig. Es gab eine Zeit vor mir und die war brutal gut. Also ich muss ja nicht Marco Lehmann oder Carsten Gorges oder Andi Bohner erklären, wie man gutes Training macht. Also ich stelle mich da oft hin und denke mir einfach nur so, ja geil, würde ich auch so machen. Oder habe ich noch nie so überlegt, aber das gefällt mir. Also das passiert ja. Und dass wir dann irgendwann uns auch mehr mit dem Methodischen auseinandersetzen, ist ja auch klar. Also da wird es dann auch einheitlicher werden, aber das ist perspektivisch. Ja. Ich hoffe, dass vielleicht eine Sache, aber da habe ich jetzt auch nicht bewusst drauf geachtet oder guckt dann, wird das jetzt so umgesetzt. Die eine Sache, die mir brutal wichtig ist eine positive Fehlerkultur. Also ich finde, die Jungs sollen probieren, ohne Angst vor Konsequenz. Also diese innerliche Freiheit, sich was trauen zu dürfen, ist für mich der Schlüssel für eine krasse Expertise. Also ich darf nicht überlegen so, was sagt der Trainer, wenn es schief geht? Wenn ich jetzt den Fehler dreimal mache, spiele ich am Wochenende. Und das spüre ich halt nicht nur im Training, sondern bei Spielen, sondern also bei allem, wenn wir über Fußball reden, das spüre ich und das ist mir so heilig und so wichtig. Das ist eigentlich fast die Kernbotschaft. Also das kommt vor allem konkreten Inhaltlichen. Es geht um diese Fehlerkultur. Also wir reden da oft über die Kultur des Noch-Nichts. Also so dieses, irgendeiner kann was nicht, ich habe das auch schon vielfach erzählt und vielleicht doppelt und trippelt sich das, aber das ist so eine Kernbotschaft, das ist so wichtig. Weil so ein junger Fußballer, der probiert was aus und es klappt nicht. Und dann können wir uns ja schnell hinstellen und sagen, ja, der kann das und das und das nicht. Er hat keinen linken Fuß, er hat keinen Außenriss, er versteht das Spiel nicht. Und wir wollen aber eigentlich in so ein Mindset reinkommen, dass wir sagen, ja, er kann das noch nicht. Also irgendwie ein Keeper wird angelaufen und kriegt das im 2 gegen 1 nicht gelöst. Dann ist es nicht, der kann das nicht, sondern der kann das noch nicht. Also lass mal noch genauer hinschauen. Lass uns das weiter üben. Lass uns das im Spiel üben, selbst wenn es schief geht. Und es geht schief. Es geht viel schief gerade. Also wir fressen gerade wieder schön Gegentore. Wir verlieren auch Spiele. Und den Unterschied merke ich schon. Also wie viele Trainer da so straight sind, so klar in ihrer Haltung, dass sie sagen, nein, es ist ein noch nicht, er wird es können. Wir machen den Fehler so lange, bis wir ihn nicht mehr machen. Das ist ja eigentlich fast schon banal. Weil was wäre denn die Alternative? Okay, jetzt klappt das gerade nicht, das von hinten rausspielen, sollen wir jetzt wieder lang spielen? Dann lernt ja wieder gar keiner was. Der Keeper nicht, der IV nicht, der Sechser nicht. Und das ist das allergrößte und wichtigste Haltungsthema bei Trainern. Und das spüre ich halt voll. Du hast gerade kurz das Thema Spielkonzeption angesprochen. Kannst du da ein bisschen was drüber verraten? Was bedeutet das? Erstmal im allgemeinen Spielkonzeption. Das heißt, alle Mannschaften spielen gleich. Das geht ja nicht durch die unterschiedlichen Mannschaftsgrößen. Aber was bedeutet Spielkonzeption? Eine einheitliche Spielidee und durchaus auch ein einheitliches System. Und da geht es gar nicht darum, ist das beste System? Ist das einzige? Kann man Fußball nicht auch anders denken? Ja, kann man. Aber wir wollen eine Vergleichbarkeit und wir wollen vor allem ein System bauen, von dem wir überzeugt sind, dass jeder dadurch maximal gut üben kann. Also immer wieder mit Spielsituationen konfrontiert wird, die ihm helfen auf dem Weg. Also bei uns geht es ja schon um dann irgendwann Profi zu werden. Also das ist schon das Ziel und deshalb eben dieses System, das ist bei uns ein
2-3-2-3. Also 2 Innenverteidiger, dann 6er Außenverteidiger, 2 8er, 10er und dann 3 Stürmer. Und das ist unheimlich dynamisch und komplex. Das ist auch keinenfalls statisch. Also da kann total viel passieren, aber das ist so die Ausgangsposition. Und dann geht es darum, wir wollen vor allem durch Kurzpassspiel halt überzeugen und wir wollen viel durchs Zentrum spielen. Warum? Weil drüber oder außen rum, also drüber ist es sehr transitional, da gehen sehr, sehr viele Bälle verloren, da werden sehr viele Jungs auch überspielt. Also drüber heißt ein langer Ball nach vorne, ne? Genau, einfach komm, gib hoch und weit bringt Sicherheit. Genau, und wir sammeln zweite Bälle auf, aber die Frage ist ja immer, wer soll was lernen? Deswegen dieser Ansatz so, ey, wir wollen kurze Pässe. Und auch dieses Reverse Engineering, also guck dir die krassesten Mannschaften der Welt an, guck dir die krassesten Spieler der Welt an, was machen die denn? Die schnicken miteinander. PSG habe ich gerade genannt, ist die Mannschaft, die mich total abholt. Wahnsinn, wie die gerade spielen. Also die sind so pressingresistent, die spielen durchs Zentrum, durch maximale Drucksituationen. Natürlich situativ auch mal außenrum oder auch mal drüber. Das ist sinnvoll, so ist Fußball auch. Es ist einfach immer ein Wenn-Dann-Spiel. Aber es sollte nicht so diese Default-Option sein, so ja, durchs Zentrum, oh, das ist gefährlich, dann spielen wir lieber außenrum oder drüber. Nee, das Gegenteil. Wir spielen da durch. Weil nur so finden wir raus, wie gut wir wirklich sind. Und wenn wir es gerade noch nicht sind, dann spielen wir da trotzdem durch. Und übrigens verraten wir dem Gegner auch, dass wir da durchspielen, weil das ist auch was total Geiles, was gerade auch passiert. Wir fangen an, quasi so Fußball zu spielen, also auch gerade von hinten raus so Fußball zu spielen. Und erstmal können wir es nicht, haben Riesenprobleme und werden dann aber plötzlich ganz gut darin. Das heißt, der Gegner läuft dann an und läuft oft ins Leere. Jetzt ist aber Rückrunde, das heißt, die haben alle schon mal gegen uns gespielt, die haben alle das Video, die bereiten sich alle auf uns vor. Und jetzt kommen die wieder mit krasseren Lösungen gegen unseren Spielaufbau. Ändern wir jetzt was? Nee. Wir bleiben dabei. Wir wollen sogar dieses neue Challenge-Level. Wir sagen den Leuten, wenn ich hier Fortbildungen gebe, also wir haben viele Hospitanten, da sitzen andere Mannschaften mir gegenüber, gegen die wir am Wochenende spielen. Und ich sage denen, wir spielen übrigens so. Und dann kommen die nachher zu mir und sagen, du kannst mir doch nicht sagen, wie ihr gleich spielen werdet. Doch, kann ich, weil der Anspruch muss sein, dass egal was ihr macht, wir sind besser. Und wenn wir es an diesem Wochenende nicht sind, wenn ihr uns überlistet oder knackt oder sonst irgendwas, dann ist das für uns wieder der Blick in den Spiegel so, ey krass, wir müssen wieder besser werden. Das ist der Weg und deswegen diese einheitliche Idee, diese eine Überzeugung und diese einheitliche Spielweise, weil wir so über alle Mannschaften und Positionen hinweg eine totale Vergleichbarkeit herstellen können. Also wir können Spielströme, Kombinationen miteinander vergleichen, weil wenn eine Mannschaft jetzt mit Raute spielen würde, die andere mit Fünferkette, das ist wie, ja, die machen das, die gehen vorne drauf, die stellen sich hinten rein. Ich kann gar nicht mal schauen, ja, was ist denn jetzt mit U16, 17? Also geht das in eine Richtung? Entwickeln sich die Jungs da alle genauso, wie wir es brauchen? Kann ich nicht vergleichen. So jetzt kann sich jeder Jugendtrainer von einem anderen Jugendtrainer ein Spiel anschauen und wird alles wieder erkennen, was er mit seinen Jungs auch macht. Vielleicht nochmal, um das ein bisschen allgemeiner zu erfragen, du hast es gerade so schön gesagt, der Gegner stellt sich drauf ein, spielt anders und plötzlich fällt es uns schwerer. Ist das so ein Kernpunkt in der Entwicklung von Jugendfußball? Immer wieder neue Widerstände, die überwunden werden müssen? Komplett. Also wir wollen alle immer diese resilienten Spieler, die druckresistenten, die angstfreien, die mit der brutalen Siegermentalität, mit dem Growth-Mindset. Ja, aber dann lass uns doch genauso auch arbeiten. Und wir schrauben an all diesen Schrauben gerade rum. Also das ist so, ich habe das neulich mal gemacht und bin mal durchgegangen, was wir den Jungs gerade auch aufbürden. Und das ist wirklich krass. Also wir spielen flach von hinten raus, no matter what. Das ist krass, das ist so risikobehaftet. Dann haben wir diese Elemente mit reingenommen, dieses Relationistische, also diese südamerikanische, wo die mit Außenriss, round the corner und die Beine aufmachen, dieses Quarter loose und diesen Überraschungsmoment erzeugen. Super fehleranfällig. Das heißt, mit jedem Ballverlust läufst du da auch in den Konter. Es ist maximal kreativ, aber es hat immer auch eine Kehrseite der Medaille. Dann sagen wir hinten, wir verteidigen nicht mehr +1. Wir wollen ja, dass die Verteidiger verteidigen lernen. Also wenn ich möchte, dass du verteidigen lernst, dann stelle ich dich ins 1 gegen 1 und sage nicht, ach, ich komme dazu, 2 gegen 1, da stehen wir sicherer. Also Abfahrt, Männer, ihr könnt angreifen, Jens regelt das hinten alleine. Das machen die Jungs. Dann Körperlichkeit, habe ich gerade angesprochen. Wir setzen gerade total auf schmächtige Jungs. Dann Spielzeit, wir wechseln komplett durch. Wenn wir oft gegen Gegner spielen, die haben ihre beste Band drauf,
Die lassen die rauf. Bei uns ist so, oh, mega Spiel, wir spielen gerade gegen immer Top-Gegner, Köln, Leverkusen, Gladbach mit der U12, U13 und dann, boah, zur Halbzeit mega knappes Spiel 2-1. Ja, was passiert denn, wenn wir dann einfach konsequent durchwechseln und die ihre beste Band drauflassen? Auf einmal kippt so ein Spiel, dann gehen wir wieder runter und so, oh nee, verloren. Und ich glaube aber, dass all das long-term brutal werden wird für uns. Weil die sind so heftig gezwungen, permanent maximal schwierige Probleme zu lösen. Die fahren nicht jedes Wochenende hier runter und sagen, ah, wieder gewonnen, wieder gewonnen. Die machen hier keine BVB-Jugend mehr durch, wo sie irgendwie in jedem Jahrgang die Besten sind und dann irgendwann in der U19 im Übergang kommt dieses Oha. Sondern sie lernen jetzt teilweise mit heftigsten Widerständen umzugehen. Und ich glaube aber, dass das der Weg ist, richtig krasse Fußballer auszubilden. Also Skiller, aber auch von dem mentalen Rüstzeug her, dass die da einfach in der Lage sind, alles abzuschütteln. Also ich mache einen Fehler, egal. Wir verlieren zweimal hintereinander, egal. Ich glaube immer noch an mich, ich bin immer noch motiviert. Heftigste Widerstände. Du hast mal gesagt, wir müssen dem Jugendspieler, da geht es jetzt viel um individuelle Förderung, das Leben so schwer wie möglich machen, also zum Beispiel auch mal fußverkehrt spielen lassen, sodass er quasi die einfache Lösung nicht mehr wählen kann. Das klingt erstmal hart, aber ich glaube, du hast gerade schon gesagt, was halt am Ende von so einem Prozess stehen kann, oder? Voll. Und es wird ja von uns begleitet. Also wir erzeugen diese Schwierigkeit, aber wir stehen ja denen komplett bei. Also wenn wir die nicht dafür kritisieren, wenn es nicht klappt, wenn wir diese Niederlagen auch aushalten, wenn wir denen einfach nur permanent auch Zuspruch geben, die werden es irgendwann fühlen. Weil ich habe ja unendlich Fantasie, ich finde die ja total geil. Mir ist auch egal, was die gerade noch nicht können. Wir gehen da gemeinsam durch. Und es ist ja nicht immer alles nur schwierig. Also das können wir auch ein bisschen steuern. Also wenn du merkst irgendwie, ja, die brauchen gerade mal wieder was anderes, kannst du ihnen ja auch geben. Dann spielt er wieder auf seiner stärksten Position und dann gewinnen wir auch mal wieder 5-0 und so. Brauchen die ja auch. Also um Selbstwirksamkeit zu entwickeln, einen Glauben an etwas, brauchst du ja auch Erfolgserlebnisse. Aber es soll halt nicht dieser zu einfache Weg sein. Also ich möchte einfach, dass wir so eine Kultur schaffen, wo wir als Ausbilder einfach so unfassbar Bock auf diese Jungs haben und so krass ins Risiko gehen und so geduldig sind, alles aushalten. Also eigentlich so eine völlig angstfreie Lernumgebung. Also da hängt es halt total von den Trainern ab, die ihnen dann dem Spieler quasi den Druck nehmen. Ja. Aber die Eltern sind dann natürlich auch nochmal wichtig, ne? Dass die nicht am Ende des Trainings sagen, siehste, das kann ja nichts werden, wenn du nicht links außen spielst. Auch Eltern, Berater, ja. Wir müssen uns da alle permanent auch abholen, transparent kommunizieren, auch erklären, was wir da machen. Weil ist ja schon schwierig. Also wenn du jahrelang bei Dortmund gespielt hast, warst du immer Erster, Zweiter. Jetzt guckst du auf die Tabelle, ich bin gerade Fünfter. Ja, und das ist gut so. Also ey, wie kann das gut sein? Und dann erklärt man es denen. Was wollt ihr denn? Und glaubt mir, am Ende wollt ihr das. Also wir alle haben diesen Traum. Und da inkludiere ich die Spieler die träumen diesen Traum. Viele Eltern träumen auch diesen Traum. Und wenn ihr das wirklich wollt, dann vertraut uns, dann lasst uns diesen Weg gehen. Ihr sollt euch nicht in der U12, U13 wie die Könige der Welt fühlen. Ja. Mit 25 wäre das schön, wenn du dann wirklich vor 80.000 spielst. Ja. Was ist denn Erfolg im Nachwuchsfußball? Ist es wertvoller, Jamie Gittens zum Champions-League-Spieler gemacht zu haben oder eine deutsche Meisterschaft im Nachwuchs erreicht zu haben? Das ist ja so einfach. Also, es geht am Ende immer um das, was oben bei rumkommt. Und noch schöner sogar, also Jamie freue ich mich brutal, kann jeder hier auch total stolz drauf sein. Aber noch geiler wäre es doch, wenn es hier einer aus dem Umkreis ist. In Dortmund geboren oder irgendwo im Umland, seit der U9 bei uns, also das, was mit Kerl gerade passiert, da haben wir alle so eine Hoffnung. Das würde wird allen so eine Identifikation nochmal geben. Das wäre auch so ein Role Model. Also jeder würde dran glauben, so. Almo kommt aus Arnsberg. So dieses, hey, der Junge von nebenan und das geht. Und dann vielleicht nicht nur einer, sondern 2, 3, 4, 5, 6. Also die absolute Krönung war damals die 11 von La Masia, wo Barcelona kurzzeitig mal mit 11 Eigengewächsen auf dem Platz stand. Können wir das schaffen? Glauben wir da dran? Das ist so ein bisschen die Frage. Und ich denke halt einfach, aber es gibt ja gibt es irgendeinen erklärbaren Grund, warum es ausgerechnet in Deutschland, jetzt speziell mal in Dortmund, nicht funktionieren sollte? Eigentlich nicht, ne? Nein. Gut.
Und es ist ja, wir brauchen ja nicht nur über Barca reden, lass uns doch über Ajax reden. Wie sind die denn 95 Champions League gewonnen? Guck dir mal an, das ist eine Mannschaft, die sich selber gebaut haben, mit dem Fußball, der damals der absolut Beste der Welt war. Ja. Schwierig, ja, zeitaufwendig, ja. Aber wir fangen gerade damit an. Wir haben jetzt zuletzt viel über das geredet, Verständnis auf dem Platz, technische Möglichkeiten. Du hast aber auch schon gesagt, ganz viel passiert oben im Kopf, dass du das auch rückblickend auf deine eigene Karriere für einen wichtigen Punkt hältst. Und da hast du mal einen ganz interessanten Satz gesagt. Ein Tipp von dir an Jugendspieler wäre, bleib bei dir. Wie hast du das gemeint? Das weiß ich nicht mehr. Das ist im Zweifel immer ein guter Advice, so dieses bei sich selber bleiben, weil das Leben ist immer ein Orkan. Ich glaube, ich weiß, wie du es damals gemeint hast. Also das ist auch ein Thema, was, du hast es schon angesprochen, Eltern, Berater, mittlerweile halt auch Social Media. Wenn du irgendwo beim großen Verein spielst, sofort hast du 10, 100.000 Follower, die dich erst hochjubeln, dann aber möglicherweise auch wieder fallen lassen. Also es ist schon halt eine grelle Welt, die früh anfängt. Und ich glaube, so hast du dann damals auch gesagt, versuch bei dir zu bleiben. Aber es ist, glaube ich, super zentral, oder? Ja, die Welt ist so stürmisch und wenn du im Auge des Orkans sein kannst, das ist der einzige Punkt, den du kontrollieren kannst, da ist es ruhig. Und das heißt nicht, dass du dich dem Externen entziehen kannst. Also du wirst wackeln, du wirst angezweifelt werden, du wirst selber Zweifel entwickeln, aber versuch jedes Mal wieder deine Mitte zu finden, zu deiner Überzeugung zurückzukommen, deinen Glauben an etwas, deine Liebe zu etwas nicht zu verlieren. Das war ja genau die Sachen, wo ich vom Weg abgekommen bin. Also mir ist das alles passiert und mehr merke ich, wie wichtig dieser Ruhepunkt ist, wie schwer der zu halten ist, bei all den Einflüssen, die auf uns einprasseln. Aber je mehr wir das schaffen, und damit meine ich nicht nur die Jungs, sondern auch wir alle hier, gerade wenn es stürmisch wird, müssen wir am allerruhigsten sein. Wir kommen zu den letzten Fragen. Auch ein spannendes Thema ist, die Ausbildungsentschädigungen steigen. Ausbildungsentschädigungen kannst du vielleicht auch gleich mal kurz erklären, was das überhaupt ist und was hat das für Auswirkungen auf die Arbeit speziell im NLZ in Dortmund, aber auch generell in der Nachwuchsentwicklung. Es ist ja so, dass wenn wir Jungs aus anderen NLZs verpflichten, dass wir eine Summe X dann dem Verein zahlen müssen, je nachdem, was das NLZ für eine Kategorie hat, wie lange der Spieler auch im Verein war. Und wie alt er ist, glaube ich, auch noch, ne? Ja, da gibt es ein paar Faktoren und ich glaube auch, wie weit der Wechsel da noch ist, also Kilometerzahl und sowas. Und das hat sich jetzt verdreifacht. Und ich finde das total geil. Erstmal für uns vielleicht nicht cool, weil wir haben die finanziellen Ressourcen. Und in der Vergangenheit konnten wir sagen, der ist geil, der ist geil, der ist geil. Und im Zweifel auch, je mehr coole Jungs wir bei uns haben, desto besser. Aber so wie ich meinen Job verstehe, so wie ich eigentlich Nachwuchsarbeit verstehe, natürlich ist es ein Stück weit auch Selektion. Also wir werden uns immer gute Jungs dazu holen. Es sollte aber vor allem Ausbildung sein. Also es kann nicht sein, dass wir mit Jungs anfangen, die wir dann im Laufe der Jahre aussortieren und irgendwann kommen oben nur noch, also mit oben meine ich dann U19, Jungs an, die unten nicht dabei waren. Man City hat das neulich rausgehauen, muss man fast sagen. Die haben sich mit ihrer Youth League Mannschaft gegen Hoffenheim durchgesetzt, sind jetzt im Viertelfinale. Da sind 6 Jungs aus der eigenen U8 dabei. Da sind noch weitere Spieler aus der U11, U12 dabei. Also das geht, das ist möglich, weil mit den Jungs haben wir dann ja auch gearbeitet. Weil warum soll ich denn 3, 4, 5 Jahre mit einem arbeiten und dann sortiere ich ihn aus? Also das sagt auch was über meine Arbeit aus. Ja. Der Anspruch muss sein, dass unsere eigenen Jungs gut genug sind. Wir wollen nicht mehr so viel selektieren. Oft ist das Thema Strike hier angesprochen. Hier laufen Videos, wo die sogenannten Strikes häufig zu sehen sind. Erklär doch mal, was das ist und inwiefern das etwas ist, was die Trainer besonders gerne sehen in ihren Mannschaften. Ich habe vorhin mal angedeutet, dass die Qualität des Tores bei uns eine Rolle spielt. Also so dieses, macht der Gegner einen Fehler und ich bestrafe den oder bin ich in der Lage zu kreieren? Jetzt ist ja so, Tor ist Tor. Erstmal scheißegal, ob es jetzt ein Standard ist oder eben ein Pressing- oder Gegenpressing-Moment, nehme ich mit. Ist auch eine Qualität. Also wenn ich intensiv presse, wir definieren uns über die Arbeit gegen den Ball, Monster gegen den Ball, okay, mache ich ein Tor. Aber dann stellt sich ja ganz schnell die Frage, was musste ich oder was mussten wir dafür können, um dieses Tor zu erzielen? Also uns passiert das ja häufig gerade, wir spielen von hinten raus, wir machen einen Fehler
So ein 11-, 12-Jähriger trifft irgendwie eine falsche Entscheidung. Wir spielen gegen einen Fuß, der klaut uns den Ball und schießt ihn ins verwaiste Tor. Ich übertreibe jetzt mal. Okay, freuen die sich, auch zu Recht. Aber wie schwierig war es, dieses Tor zu erzielen? Was mussten die können? Oder haben wir uns in dem Grunde selber reingehauen? Und das Spiel drehen wir um. Wenn wir ein Tor schießen, wollen wir diesen Schwierigkeitsgrad feiern. Und dann kommen wir in diese Kategorie Strike. Das heißt, unser Keeper hat den Ball. Der Gegner ist also komplett vor uns und wir spielen jetzt End-to-End. Wir spielen da durch, ohne dass der Gegner einen Ball kontrolliert berührt. Also wenn die den kurz mal abfälschen oder der Keeper den abklatschen lässt und wir stauben ab, geschenkt. Das nehmen wir mit. Aber die dürfen keinen kontrollierten Ballkontakt haben oder einen Pass spielen oder sowas. Das heißt, wir müssen da ganz sauber durchspielen. Wie wir das machen, egal. Das kann ein Ball drüber sein. Das ist ja dieses Situative. Das ist auch mal der richtige Ball. Dann sind wir 1 gegen 1 mit dem Keeper und es scheppert. Strike. Es kann aber auch sein, dass wir wirklich einmal den Gegner mit dem Nasenring durch die Manege ziehen. Also, das wäre so das Anspruchsvollste. Und das wollen wir halt permanent feiern. Das gelingt uns pro Wochenende wahrscheinlich 2 bis 3 Mal so im Schnitt. Höchstwert war eine Mannschaft sogar 4-mal in einem Spiel. Okay. Hatten auch schon 2-mal 3 Strikes in einem Spiel, was außergewöhnlich ist. Aber wenn wir das oft schaffen und wenn wir das auch gegen richtig krasse Mannschaften schaffen, dann wissen wir, wie gut wir wirklich sind. Unsere U19 hat das neulich 2-mal gegen Leipzig geschafft. Unsere U17 hat das in dieser Saison schon gegen Gladbach, Leipzig, Köln. Also die Liste ist ewig lang gegen Top-Mannschaften. Unsere U16 gegen Ajax Amsterdam 2-mal gestrikt. Das ist so krass, wenn wir gegen Gegner dieser Größenordnung uns den Ball am eigenen Fünfer hinlegen und wir spielen durch die durch. Dann machen wir was richtig. Zum Abschluss, ein paar Mal ist der Begriff gefallen, langen Atem haben. Auch, ich interpretiere jetzt mal geduldig sein. Was ist dein Traum, würdest du sagen, wo wollen wir in 09 Jahren stehen? Ich finde es tatsächlich geil und ich halte es für realistisch, dass die Hälfte der Truppe hier aus unserer Mitte kommen kann. Also wir sitzen im Stadion drüben und wir blicken da runter und wir haben 5 Leute aus der eigenen Academy. Und da können Leute dabei sein, weiterhin dieses Top-Talente-Programm. Geil, top. Da können deutschlandweite Transfers dabei sein. Klar, nehmen wir mit. Das ist alles Bestandteil unserer Arbeit. Da sind aber auch mindestens 3 Jungs dabei, die seit der U9 oder U10 bei uns waren. Und ich bin mir sicher, dass wir das schaffen werden. Und es wird stehen und fallen mit der Anzahl der Menschen, die diesen Glauben mit mir teilen. Ich dachte am Anfang, als ich hier angerückt bin, dass es vor allem auf Kompetenz ankäme. Dann bin ich hier auf unfassbar viel Kompetenz getroffen, auf krasse Ressourcen. Und ich check jetzt mehr und mehr, das Ganze wird eine self-fulfilling prophecy werden. Die Jungs werden es spüren, wir werden es immer mehr spüren, wir werden besser und stärker werden, wir werden Momentum entfachen und wenn wir diese Vision teilen, dann wird das in 9 Jahren der Fall sein.